Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und für dieses Video bin ich nochmal auf meinen Druiden gehüpft, ja, den ich ja jetzt mittlerweile schon inaktiv gelegt habe. Ja, den habe ich schon ad acta gelegt sozusagen. Und ja, wir sind hier auf dem Druiden-Server und ich wollte nochmal Revue passieren lassen und habe mir nochmal so ein paar Gedanken gemacht zum Druiden. Wie gut jetzt die Klasse eigentlich sein wird, werden wir dann halt erst später merken. Aber wir können auf jeden Fall schon mal so ein bisschen zusammenfassend sagen, was der Druide, ja, oder wo der Druide wahrscheinlich stehen wird zwischen den ganzen Klassen, die es so momentan gerade auf dem Markt gibt, ja, und wo man den einordnen kann. Die letzte Klasse, die ja vor dem Druiden hier erschienen ist, war ja der Dämonenjäger. Und ja, ich bin jetzt nicht Team Rocket, aber ich würde mal sagen, der war schon ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Ja, und ich sag mal so, unter den Top 3 der besten Klassen würde ich den Dämonenjäger auf jeden Fall nicht einordnen. Wahrscheinlich eher zu den schlechtesten 3 Klassen, die es so gibt. Ja, wie gesagt, das Ganze ist wieder nur auf meine Meinung gemünzt und muss keine andere Meinung widerspiegeln. Das ist halt nur so meine persönliche Stellungnahme dazu. Und ja, was den Druiden angeht, können wir auf jeden Fall schon mal zusammenfassen. Wir hatten ja anfangs zu ihm gesagt gehabt, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes so richtig, ne? Aber doch. Und zwar genauer gesagt, sind es eigentlich zweieinhalb Sachen. Und zwar haben wir hier zwei vollwertige Klassen. Ne? Einmal den Kundschafter und einmal den Krieger, der komplett vollständig ist. Und dann halt einen halben Magier. So, also nicht mal einen halben Magier, sondern 33% eines Magiers. Da dieser nur so viel Schaden eines Magiers macht. Deswegen ist Druidenspielen ohne Maske macht halt deswegen keinen Sinn. So, was macht den Druiden jetzt so stark, dass ich ihn jetzt unter die Top 3 einordnen würde von den Klassen, die für mich auf lange Sicht gesehen auch sehr stark sein könnten. Also wir müssen immer noch mal differenzieren zwischen Anfangsklassen, die sehr, sehr stark sind in Dungeons und halt Klassen, die ja ein bisschen abschwächen im Late Game und dann halt Late Game Charaktere, die wirklich extrem stark sind, dafür aber nicht so stark in den Dungeons vielleicht. So, und hier haben wir halt durch den Druiden so eine Hybridklasse, so einen kleinen Mix von allem und entpuppt sich später halt auch als sehr, sehr nützlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Berserker mal als Beispiel nehmen, der ist halt immer noch unangefochten auf Platz 1, was, ja, was Dungeons angeht. Ne? Durch seine Fähigkeit, die ja vorher ja, die wohl auch, achso, ich habe hier ja ohne Maske angegriffen, lul, wo die Fähigkeit besteht, unendlich oft quasi angreifen zu können, durch halt durch halt seine Fähigkeit, ne, ist er halt in jedem Falle auf jeden Fall die beste Klasse, wenn es um Dungeons geht und wenn man schnell im Level vorankommen möchte und pushen will. Ja, aus dem Grund, weil der Berserker einfach unendlich oft angreifen kann und der Kundschafter hier bei der Klasse kann zwar auch unendlich oft ausweichen, aber nicht gegen eine Klasse und das sind die Magier in den Dungeons und gegen die Magier tut sich halt der Kundschafter schwer und halt auch die Kundschafterform eines Druiden. Ja, und da hat der Berserker halt keine Probleme mit, da er halt die Chance hat, unendlich oft seine Kombination rauszuhauen. Ja? Und deswegen immer noch unangefochten auf Platz 1 in den Dungeons und zum Pushen und zum Serverstart der Berserker. Wir gucken mal in die Ehrenhalle rein und wir sehen auch, wir haben hier tatsächlich auch einen Druiden hier auf Platz 1, sehen aber auch direkt gefolgt von 2 Berserkern. Und ja, ansonsten ist es wirklich tatsächlich sehr, sehr gemischt hier, ne? Aber herausstechend sind halt mehr Druiden, weil es halt der Druiden-Server ist. Es ist halt der Server, wo halt die Klasse released worden ist. Deswegen sind hier hauptsächlich halt auch Druiden in der Rangliste vertreten. Aber wir sehen hier aber auch zwischendurch auch sehr viele Berserker, ein paar Magier. Ne? Und ja, der Druide hat halt Probleme gegen Magier. Das sind die Bremsen so. Und ja,
Die Kriegerform ist dann natürlich hilfreich gegen, aber Berserker immer noch ein Stückchen besser, sag ich mal, in den Dungeons, was das angeht. So, jetzt vergleichen wir das mal mit dem Berserker im Late Game und im PvP ist der Berserker halt nicht so stark wie der Druide, da wir im Druiden eine Klasse haben, die auch sehr gut, wenn ich sogar sagen würde, die zweitbeste Dungeon-Klasse ist, und zwar der Kundschafter. So, der Kundschafter ist in vielen Dungeons immer sehr, sehr stark, kann halt viel ausweichen und in der Kundschafterform erzielt ihr in der Regel meistens immer bessere Dungeon-Fights als mit der Kriegerform. So, was bedeutet das? Bevor es den Berserker gab, oder ja, bevor der rauskam, haben die meisten Leute, die halt das Ziel hatten, hoch in der Ehrenhalle zu kommen oder ja, halt gute Platzierung abzulegen, hatten halt immer den Kundschafter genommen. So, den Berserker gab es da noch nicht, deswegen nimmst du den Kundschafter, weil der halt am leichtesten hoch zu pushen ist am besten in den Dungeons, etc. pp. So, da kam halt der Berserker, hat das Ganze abgelöst, ne? Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Und deswegen ist der Kundschafter immer noch eine sehr, sehr gute Dungeon-Klasse. Das heißt, ihr habt hier einen sehr starken Early-Game-Start zum Serverstart. Wenn ihr Stufe 25 erreicht habt, dann könnt ihr ja den Kundschafter freischalten und könnt damit die Dungeons relativ gut durchrushen. Wie gesagt, Magier sind halt eure Bremsen meistens. So, das heißt, ihr habt eine Klasse, die halt im Early- und Mid-Game sehr stark sind. So, dann kommt ihr irgendwann ins Late-Game. So, sag ich mal, ihr seid Stufe 450, 500, so 500 plus. Und wer regiert da? Meistens die Ehrenhalle. So, es sind halt hauptsächlich Krieger. So, von ein, zwei Ausnahmen gehen wir mal jetzt aus hier, die bestätigen die Regel so. Aber wenn ihr jetzt mal von der Top 1 bis zur 31, also die erste Seite guckt, es sind hauptsächlich Krieger, die hier im Late Game sehr, sehr stark sind. Und in der Ehrenhalle ist halt Leben besser als Schaden in den meisten Fällen. Empfehlen euch auch sehr viele Spieler mit sehr viel Erfahrung, dass man ein bisschen mehr halt auch auf Ausdauer gehen sollte und nicht nur Schaden, so ausgenommen von Magier vielleicht so ein bisschen, ne? Da ist es immer besser, auch vielleicht ein bisschen mehr Schaden zu haben als Leben, aber Kundschafter und Krieger betrifft das jetzt in dem Falle jetzt eher weniger, da kann man auch ein bisschen mehr Leben stacken, das ist sehr nützlich im PvP-Bereich. So. Deswegen könnt ihr, nachdem ihr im Early- und Mid-Game den Kundschafter die ganze Zeit gezockt habt, könnt ihr irgendwann ins Late-Game switchen und euch die ganze Zeit halt einfach die Kriegermaske aufs Gesicht setzen. So, ne? Einfach so. Ihr könnt halt zwischen zwei vollwertigen Klassen hin und her switchen und habt halt, ja, das muss ich einfach nochmal so sagen, ihr habt das komplette Game eigentlich abgedeckt von den Klassen her. Early Mid-Game, Kundschafter und Late Game habt ihr den Krieger. Ja, Early Mid-Game, ich wiederhole es nochmal, Early Mid-Game habt ihr eine Klasse, die in Dungeons sehr gut ist, und im Late Game habt ihr eine Klasse, die im PvP sehr gut ist. Ne? Ich denke mal, das ist ziemlich verständlich und deswegen auf jeden Fall der Druide, muss ich schon sagen, ist schon einer der besseren Klassen. Warte mal, wir nehmen mal hier nichts an, sonst ich habe keinen Spiegel hier auf dem. Ist auf jeden Fall einer der besseren Klassen. Rundum auf jeden Fall. Vorher war rundum immer der Kundschafter. So, der halt irgendwie alles immer gut abgedeckt hat, der überall ein bisschen gut war. Und jetzt ist es meines Erachtens der Druide, was ihn ziemlich stark macht. So, jetzt ist die Frage, sollte man jetzt noch Kundschafter oder einen Krieger anfangen? Ist schwierig. Also ich muss sagen, ich kann die Entscheidung hinter dieser Klasse sowieso nicht ganz verstehen, warum diese überhaupt released worden ist. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil es halt zwei andere Komklassen direkt beinhaltet. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dadurch so ein bisschen das Rampenlicht von den zwei Anfangsklassen, den Krieger und den Kundschafter, wegnimmt. Allerdings könnt ihr halt,
wenn ihr jetzt nicht ultra hardcore reinpilzen wollt und irgendwie Erster beim Serverstart sein wollt, könnt ihr immer noch easy einen Kundschafter oder einen Krieger spielen, weil es halt immer noch sehr, sehr starke Klassen auch noch sind. Die 3 Basic-Klassen, also Magier, Kundschafter und Krieger, das meine ich dann mit Basic, weil es ja die ersten Klassen waren, die sind immer noch, die kann man nach wie vor immer noch super spielen. Beim Kundschafter habt ihr ein geiles Set. Beim Krieger habt ihr auch geile Sachen nachher. Ihr habt halt das optische Schild auch noch in eurem Inventar tatsächlich, ne, was ihr da dann auch noch seht, was auch nochmal ganz cool ist. Und ja, also ich würde mich da nicht zu sehr beeinflussen lassen jetzt wegen dem Druiden. Also ja, jetzt muss man auch mal sagen, jetzt sind auch die alten Klassen tatsächlich auch noch ein bisschen besonderer, wenn man die heutzutage sieht, weil wahrscheinlich dann viele dann doch eher zum Druiden switchen werden. Ja, und deswegen, also einfach wegen diesen Fakten, dass man halt alle 3 Stages of the Game, also Early, Mid und Endgame, sowohl Dungeon-technisch als auch PvP-technisch sehr gut abgedeckt hat mit der Klasse, würde ich die tatsächlich als einer der stärksten Klassen momentan in Shakes and Fidget einordnen. Und wenn ihr die Klasse spielt, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch so. Und darüber hinaus ist das Ganze halt auch noch einfach mal eine Intelligenzklasse. Ne? Also ihr habt ja auch noch einen Magier mit drin, also Magier-Waffe sozusagen, was auch nochmal ganz nice ist. Und also ich kann euch nur empfehlen, den Druiden zu zocken, falls ihr ihn noch nicht gespielt habt. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und mich würde mal... Oh, haben wir nochmal einen besiegt hier. Nice. Mich würde mal auch nochmal eure Meinung dazu interessieren. Ihr könnt es ja auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon, was ihr von der Klasse hier so haltet. Und ich denke mal, das ist schon eine ziemlich heftige Klasse, die sie hier rausgebracht haben. Hätte ich nicht gedacht, dass sie mal sowas machen. Ich hatte auch gedacht, dass die irgendwie noch versteckte Schwächen hat als Kundschafter- oder Kriegerform, aber tatsächlich nicht. Es sind 2 vollwertige Klassen von den Stats her und deswegen ist es auf jeden Fall krass. Es ist auf jeden Fall krass, dass sie sowas gemacht haben. Aber ja, jetzt ist der Druide auf jeden Fall draußen und der ist ziemlich stark. Ja, gut. Ich habe jetzt auch noch meine letzten Pilze verballert hier auf dem Server und damit werde ich jetzt mit dem Druiden jetzt ein für alle Mal abschließen. Vorerst. Ja, mal schauen. Ich werde bestimmt nochmal hier und da mal gucken, wie sich der Server so entwickelt und was die Leute hier so veranstalten auf dem Server. Aber fürs Erste soll es das mal gewesen sein und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.